Im Rahmen des Netzausbaus und zur Erreichung der Klimaziele geht es also darum, erneuerbare Energiequellen ins Netz zu integrieren. Dieser ganze Umbau muss halt irgendwie in sehr kurzer Zeit vonstatten gehen angesichts der Klimakatastrophe. Mal scheint die Sonne mehr, mal schiebt sich vielleicht eine Wolke davor, das Gleiche mit dem Wind. Jetzt ergibt sich dann natürlich diese Diskrepanz zwischen Angebot und Nachfrage. Das bedeutet halt im Endeffekt, dass viele Gasthermen gegen Wärmepumpen, Verbrenner gegen ein Fahrrad oder ein Elektroauto ausgetauscht werden müssen. Aber es geht auch darum, anzuerkennen, dass in so einem Transformationsprozess sehr viele Interessengruppen Perspektiven einbringen wollen und auch unterschiedliche Bedürfnisse haben. Und dann kann man natürlich sagen, es ist genau eine wirtschaftliche Herausforderung, den Netzausbau zu meistern, weil er natürlich Geld kostet. Das heißt, die Geschwindigkeit, in der man einerseits Technologien zubaut, Netze in der gleichen Geschwindigkeit ausbauen möchte und auf der anderen Seite dann aus Technologien auch aussteigt, und das verursacht erstmal hohe Kosten. Wie können wir mit erneuerbaren Energien unseren wachsenden Strombedarf wirklich decken? Welche Kosten verursacht der Umbau des Energiesystems? Und wie gelingt es uns bei den großen Umbrüchen, die Menschen mitzunehmen, die davon ganz persönlich betroffen sind, weil sie zum Beispiel im Braunkohleabbau in der Lausitz tätig sind? Forscherinnen und Forscher beschäftigen sich mit genau diesen Fragen. Und die Zeit rennt, denn bis 2045 will Deutschland klimaneutral werden. Damit das gelingt, müssen wir Windkraft- und Solaranlagen ausbauen, wir müssen den Verkehr elektrifizieren und wir müssen die Netze modernisieren und digitalisieren, um nur mal ein paar Beispiele zu nennen. Die Energiewende umfasst also neben dem Strom auch die Wärmeversorgung und den Verkehrssektor. Jedes einzelne Thema davon hätte eine eigene gute Frage verdient. In dieser Folge liegt der Fokus auf der Elektroenergie. Vor welchen Herausforderungen die angesichts der Energiewende steht, darüber habe ich mit Laura Fiedler von der Professur für Elektroenergieversorgung gesprochen. Das größte Problem ist vor allen Dingen, dass das Ganze halt in einer sehr kurzen Zeit geschehen muss. Angesichts der Klimakatastrophe haben wir dort einfach nicht so viel Zeit. Eigentlich muss ja das komplette Energieversorgungssystem umgebaut werden. Das bedeutet, dass wir weniger konventionelle Großkraftwerke haben werden, dass eben das Ganze viel diverser wird und eine Einspeisung auf allen Spannungsebenen halt irgendwie stattfindet. Also vom Balkonkraftwerk oder der Auftakt-PV-Anlage bis zu einem Offshore-Windkraftpark wird da eben alles dabei sein. Bei der Stromversorgung liegt Deutschland bereits bei über 60% aus erneuerbaren Energien. Das Problem: Wenn Wärme und Verkehr nachziehen sollen, müssen mehr Ölheizungen gegen Wärmepumpen und Verbrenner durch Elektroautos und andere Formen der Mobilität ersetzt werden. Das sind halt enorme Herausforderungen, die dann auch wieder auf die Netze zukommen, weil das ja im Prinzip eine Elektrifizierung von vormals fossilen Energieträgern ist. Dementsprechend werden wir dort vor allen Dingen, was Wärmepumpen und Elektroautos angeht, in den Niederspannungsnetzen auch vor großen Herausforderungen stehen. Welche Lösungen es dafür gibt, darum soll es gleich noch gehen. Klar ist aber, die Transformation des Energiesystems ist auch mit Kosten verbunden. Letztes Jahr wurden allein 32 Milliarden Euro in den Ausbau der erneuerbaren Energien gesteckt. Nur im Jahr zuvor waren die Investitionen in Deutschland noch höher. Diese Investitionen, die führen momentan einfach darin im energiewirtschaftlichen Zieldreieck, dass eben immer die drei Themen Wirtschaftlichkeit, Umweltverträglichkeit, aber auch Versorgungssicherheit miteinander auszubalancieren sind. Das war Dominik Möst. Er erforscht die Integration erneuerbarer Energien in die Strommärkte. Die Energieproduktion steht also immer im Zielkonflikt zwischen günstigen Kosten, den Auswirkungen auf die Umwelt und dem Ziel, unterbrechungsfrei Energie zur Verfügung stellen zu können. Der Strompreis ist abhängig von 3 Faktoren: dem Börsenpreis. Bei einem Überschuss erneuerbarer Energien an sonnigen Tagen oder bei viel Wind kann der sogar 0 oder negativ sein. Dazu kommen die staatlichen Steuern und Umlagen und Faktor 3 sind die Netzentgelte. Das Thema Netzentgelte, da ist vor allem so, dass wir aktuell natürlich die Infrastruktur an die neuen Gegebenheiten, an die erneuerbaren Energien anpassen und damit hohe Investitionsvolumen einhergehen, die sich eben dann auf die Netzentgelte durchschlagen. Gerade der Ausbau der Infrastruktur ist aber ein Schlüssel für das Gelingen der Energiewende. Professorin Maria Kosse hat meiner Kollegin Lena erklärt, warum deshalb gerade ein großer Fokus der Investitionen auf dem Netzausbau liegt. Im Rahmen des Netzausbaus und zur Erreichung der Klimaziele geht es also darum, erneuerbare Energiequellen ins Netz zu integrieren. Das heißt zum Beispiel große Offshore-Windparks in der Nordsee
und auch im Osten Deutschlands, die also Energie erzeugen und dann natürlich diese Energie in den Süden transportieren, wo wir große Industriestandorte haben. Und wenn wir das in das bestehende Netz, in das Wechselspannungsnetz einspeisen, wird das einfach überlastet. Und es gibt auch noch eine zweite Herausforderung. Die Netze der Wechselstromleitungen sind sehr verzweigt. Es kann darum vorkommen, dass nicht die ganze Strommenge dort ankommt, wo sie tatsächlich gebraucht wird. Und deshalb können wir Abkürzungen nehmen und quasi die Technologie wechseln und mit Gleichstrom transportieren. Das heißt, es gibt dann wie eine Abkürzung eine große Übertragungsstrecke vom Norden Deutschlands in den Süden, wo es keine weiteren Verzweigungen gibt, die quasi eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung in der Gleichstromtechnologie darstellt und damit sehr effizient auch den Windstrom aus dem Norden in den Süden transportieren kann. An solchen Stromtrassen wird aktuell unter Hochdruck gearbeitet. SüdLink heißt eine davon. Sie soll über rund 700 Kilometer Strom von der Nordsee nach Bayern und Baden-Württemberg transportieren. Und sie soll 2028 fertig sein. Nach Protesten von AnliegerInnen wurde entschieden, bei der Trasse auf eine Erdverkabelung und keine Freileitung zu setzen. Der Vorteil ist natürlich, dass das Kabel erstmal vermeintlich weg ist, weil ich es in die Erde gelegt habe. Aber es ist natürlich viel schwieriger, wenn hier mal was kaputt geht, das zu reparieren. Kostengünstiger ist natürlich Freileitung zu bauen. Kabeltrassen sind also sehr, sehr teuer, weil sie natürlich auch verbunden sind mit entsprechenden Bauarbeiten, um die Trassen überhaupt zu schaffen. Professorin Maria Kosse und ihr Team forschen daran, dass die Energieversorgung über Kabel oder Leitungen sicher und reibungslos funktioniert. Dafür testen und untersuchen sie die unterschiedlichen Komponenten. Für eine sichere Energieübertragung ist es auch wichtig, dass alle Komponenten, die man dazu benötigt, also die Leitungen, Freileitungen, Kabel, aber auch Isolatoren, die Komponenten für Schaltanlagen, dass die zuverlässig funktionieren. Denn die müssen ja am Ende den Strom übertragen. Und dafür ist es wichtig, dass sie ausreichend gut dimensioniert sind, dass man in der Forschung und Entwicklung also genau weiß, was man tut. In Deutschland ist die Übertragung von Strom mit Wechselspannung der Standard. Das gilt auch für die großen Überlandleitungen und Erdkabel. Die Übertragung von Gleichstrom bringt einige besondere Anforderungen für die verschiedenen Komponenten mit sich. Also die Komponenten an sich sind fast die gleichen. Also man braucht natürlich auch wieder Leitungen. Das Leiterseil sieht gleich aus. Das Kabel sieht im ersten Moment auch gleich aus. Wir haben also einen Leiter, wir haben eine Isolierung und wir haben einen Mantel. Aber es gibt einen wichtigen Unterschied, nämlich das sogenannte elektrische Feld. Und das ist das, was ich quasi hier mit dieser Isolierung beherrschen muss. Und da gibt es eine Besonderheit, denn das elektrische Feld unter Wechselspannung wird quasi bestimmt durch eine Stoffeigenschaft, man nennt die Permittivität. Und die ist quasi im Betriebsbereich von fast nichts abhängig. Und bei Gleichspannung ist es aber so, dass das elektrische Feld bestimmt wird, auch von einer Stoffeigenschaft, eine andere, nämlich der sogenannten Leitfähigkeit. Und die Leitfähigkeit bringt es mit sich, dass sie stark abhängig ist, insbesondere von der Temperatur, auch im interessierenden Betriebsbereich, von Feuchtigkeit, auch durch Raumladungen bestimmt wird. Das heißt, man muss viel mehr beherrschen für diese Betriebsmittel unter Gleichspannung als bei Wechselspannung. Und genau daran arbeiten die ForscherInnen. Wie müssen die Kabel und ihre Isolierungen für große Gleichstromtrassen dimensioniert sein, damit sie zuverlässig und sicher funktionieren. Aber bei der Fernübertragung hört es ja nicht auf. Auch die Niederspannungsnetze müssen modernisiert werden. Welche Lösungen es für die vielen leistungsintensiven Verbraucher wie Wärmepumpen oder Elektrofahrzeuge gibt, hat mir Laura Fiedler erklärt. Dort haben wir das Werkzeug der Digitalisierung zur Verfügung, dass wir sowohl die Netze an sich digitalisieren, aber eben auch den Betrieb, dass wir dort eben Messtechnik beispielsweise einbringen. Aktueller Status quo ist, dass wir eigentlich so gut wie keine Messtechnik in den Niederspannungsnetzen haben. Das ändert sich jetzt eben. Dort passiert aber auch schon bei den Netzbetreibern viel. Die Digitalisierung der Netze ist wichtig. So lässt sich weitgehend ohne Verzug erkennen, ob ein Netz überlastet ist, sodass dann entsprechend reagiert werden kann. Eine Überlastung von Netzen kann einerseits dann auftreten, wenn zu viel Strom von den VerbraucherInnen bezogen wird, andererseits aber auch dann, wenn zum Beispiel durch PV-Anlagen zu viel Strom eingespeist wird. Dafür müssen in den Haushalten digitale Zähler verbaut werden, die dann die Messwerte direkt an die NetzbetreiberInnen übermitteln.
Und das ist das eine, ne? Also erstmal diese Beobachtbarkeit, sagt man, herstellen von den Netzen. Und das andere, um dann eben auch handlungsfähig zu sein, ist die Steuerbarkeit. Das kann einerseits jetzt eine Anlage vom Netzbetreiber sein, also zum Beispiel ein sogenannter regelbarer Ortsnetztransformator. Damit kann der eben reagieren auf die Höhe der Spannung und die noch anpassen, sodass wir dort eben in den Grenzen bleiben. Das sind diese zwei Standbeine, die Beobachtbarkeit und die Steuerbarkeit, die bei der Digitalisierung eine Rolle spielen. Mit diesen zwei Features, nenne ich sie mal, kann man dann eben dort auch die Netze viel besser ausnutzen. Also man kann sagen, okay, wenn wir steuern können, dann müssen wir jetzt erstmal nicht wirklich Netzausbau betreiben, wo es vielleicht noch nicht notwendig ist, sondern wir reagieren erstmal. Digitalisierung hilft also dabei herauszufinden, wo genau Investitionen notwendig sind. Und sie kann auch dazu beitragen, dass Verbrauch und Erzeugung bereits auf der kleinstmöglichen Ebene ausgeglichen werden, im Idealfall schon im privaten Haushalt. Also dass man sagt, der Haushalt hat eine PV-Anlage und der hat dann meinetwegen noch einen normalen Haushaltsverbrauch und dann soll das irgendwie aufeinander abgestimmt werden, ne? Sodass dann möglichst wenig Energie mit dem vorgelagerten Netz ausgetauscht werden muss. Und dann eine Ebene drüber wäre beispielsweise dann die Ortsnetzstation. Da hätte man dann viele einzelne Haushaltszellen drin. Und auch dort würde man sagen, wir möchten möglichst, dass lokal die Erzeugung und der Verbrauch ausgeglichen ist. Was daraus dann resultiert, wenn man dann in den größeren Kontext guckt, würde man natürlich sagen, dass überregional weniger Übertragungsleistung notwendig ist und dadurch auch Netzausbau zum Beispiel reduziert werden kann. Um es an einem Beispiel ganz konkret zu machen. Dank digitaler Regeltechnik können beispielsweise Waschmaschinen zukünftig immer dann laufen, wenn gerade viel Energie vor Ort zur Verfügung steht. Digitale Regeltechnik ist aber nicht das einzige Instrument, um Phasen mit viel Sonnen- oder Windenergie voll ausnutzen zu können. Auch Speicher werden angesichts des Ausbaus der erneuerbaren Energien immer wichtiger. Um ein Beispiel zu nennen, aktuell, Photovoltaik ist natürlich eine schöne Technologie, die eben zur Mittagsspitze einspeist. Und momentan ist es einfach so, wir haben zur Mittagszeit, wenn die Sonne scheint, einfach schon ausreichend Strom. Wir haben Strompreise dann von null. Und das ist natürlich auf der anderen Seite auch ein Anreiz, beispielsweise, dass Batteriespeicher in den Markt einsteigen oder Speicher im Allgemeinen, weil die natürlich von diesen Nullpreisen oder Negativpreisen profitieren. Damit können die den Speicher befüllen, um dann in Zeiten, wo Energie teuer ist, auszuspeichern. Und so ist so über den Markt dann der Anreiz gegeben, dass die richtigen Technologien zugebaut werden. Und in vielerlei Hinsicht zwingt man eigentlich das System eben nicht über den Markt jetzt gewisse Entwicklungen vorzunehmen, sondern über Ziele und Fördermechanismen, die beispielsweise dann nicht gut zueinander passen. Aus ökonomischer Sicht macht es also total Sinn, stärker auf Speicher zu setzen. Neben dem Ausbau von Photovoltaikanlagen zum Beispiel sollte deshalb auch gleichzeitig der Bau von Großspeichern vorangetrieben und gefördert werden. Es gibt jedoch ein Problem mit den elektrochemischen Speichern wie den Batterien. Ihre Leistungsfähigkeit nimmt mit der Zeit ab. Mechanische Speicher wie Schwungräder haben dieses Problem nicht. Einen solchen habe ich mir in der Lausitz bei Boxberg angeschaut. WissenschaftlerInnen der TU Dresden führen dort damit eine Machbarkeitsstudie durch. Und Anna Dudek von der Professur für Baumaschinen hat mir erklärt, wie der Speicher funktioniert. Also für so hohe Zyklenfestigkeit eignet sich jetzt zum Beispiel so ein Schwungmassenspeicher sehr gut, weil wir den immer auf- und entladen können, ohne dass irgendwas degradiert. Der kann zum einen auch für die Netzdienstleistung genutzt werden, da eher so für den kurzen Bereich, also ich sag mal Sekunden, Minuten bis vielleicht auch zu einer Stunde genutzt werden. Oder wo er auch ganz häufig genutzt wird, ist diese unterbrechungsfreie Stromversorgung, weil eben der Vorteil ist, dass der wirklich direkt ansprechen kann und direkt die Leistung bringt, ohne so eine Zwischenphase. Schwungräder speichern also anders als Batterien oder Wasserstoff Energie nicht über einen langen Zeitraum. Sie sorgen vielmehr dafür, dass kurzzeitige Schwankungen ausgeglichen und damit Ausfälle der Energieversorgung verhindert werden. Zum Einsatz kommen sie beispielsweise schon jetzt in Rechenzentren oder Krankenhäusern. Der Schwungmassespeicher in Boxberg wurde dagegen konzipiert, um die Energie eines Windrads speichern zu können. Denn auch da gibt es, je nach aktueller Windstärke, Unregelmäßigkeiten. In der Ursprungsphase war das mal gedacht, dass der neben einem Windrad steht oder
direkt sogar im Fundament eingebracht wird und dann sozusagen die Energie von einer Stunde, die dieses Windrad erzeugt, zwischenspeichern kann. Also der Schwungmassenspeicher ist eigentlich ein mechanischer Energiespeicher. Das heißt, die elektrische Energie, die wir reingeben, wird in kinetische Energie gewandelt und dann da drin gespeichert. Das Ganze funktioniert zum einen über die rotatorische Trägheit und über die Winkelgeschwindigkeit. Das heißt, abhängig davon, wie schwer der ist und wie träge und wie schnell wir drehen, können wir unterschiedlich viel Energie speichern. Dann funktioniert es eigentlich so, ähnlich wie beim Kreisel. Man könnte diesen Kreisel jetzt anstoßen, dann wird quasi der Speicher geladen. Der Kreisel dreht sich eine Weile, der Speicher auch. Und dieser Kreisel soll sich idealerweise in einem Vakuum bewegen. So kann er Energie möglichst lange speichern. Anna Dudek untersucht an der Anlage in der Lausitz aktuell, wie sich die Wandlungsverluste der Energie im Speicher minimieren lassen. Lausitz ist ein gutes Stichwort, denn neben der Frage, wie wir Energie produzieren, transportieren und speichern, steht bei der Energiewende noch ein ganz anderes Thema im Mittelpunkt. Wenn in Zukunft keine Kohle mehr verstromt wird, bedeutet das für einige Regionen in Deutschland weitreichende Einschnitte. Die Lausitz ist so eine Region, die davon ganz besonders betroffen sein wird. Dort sind rund 24.000 Arbeitsplätze direkt oder indirekt vom Braunkohlebergbau abhängig. Ich bin nach Welzow gefahren, ein Dorf direkt an der Abbruchkante des Tagebaus. In dessen Dorfkern steht ein Symbol für den Kohleabbau, ein riesiges Baggerrad. Und dort habe ich Katharina Hunger getroffen. Sie beschäftigt sich am Zentrum für Produktionstechnik und Organisation mit der Frage, wie wir Menschen aus der Region beim Strukturwandel mitnehmen können. Die interdisziplinäre und transdisziplinäre Transformationsforschung schlägt da partizipative und systemische Ansätze vor. Dabei geht es vor allen Dingen darum, die Energiewende als einen grundlegenden Wandel zu verstehen, in dem eben nicht nur technologische Dimensionen eine Rolle spielen, sondern auch soziale, wirtschaftliche und demokratische. Aber es geht auch darum, anzuerkennen, dass in so einem Transformationsprozess eben grundlegender Wandel passiert und auch sehr sprunghafte Veränderungen passieren können und sehr viele Interessengruppen Interessen haben, Perspektiven einbringen wollen und auch unterschiedliche Bedürfnisse haben. Und dadurch kommt es dann zu Zielkonflikten und dann ist es häufig schwierig, einen gemeinsamen Konsens zu finden. Da braucht es dann eben viel Vertrauen, Kommunikation, ja, aber auch Verständnis füreinander und einen gewissen Perspektivwechsel, um eine gemeinsame Lösung zu finden, eine gemeinsame Vorstellung zu entwickeln und ja auch gemeinsame positive Zukunftsbilder zu entwickeln. Bürgerbeteiligungsformate werden initiiert und BürgerInnenräte einberufen, damit Menschen in die Prozesse eingebunden werden. Katharina Hunger hat mir auch ein paar positive Beispiele von diesen partizipativen Formaten vorgestellt. Die Reallaborforschung ist auch ein gutes Beispiel aus der Transformationsforschung. Hier geht es darum, Testräume zu schaffen für innovative Technologien. Das ist hier in der Lausitz, Industriepark Schwarze Pumpe, beispielsweise das Referenzkraftwerk Lausitz. Das ist ein Kraftwerkskonzept, was rein auf erneuerbaren Energien basiert. In diesem Reallabor soll eben ausgetestet werden, wie das hier in der Region angenommen wird. Und auf dieses Projekt bauen wir auch mit der Zukunftswerkstatt Lausitz 2050 auf. Hier geht es um eine transdisziplinäre Wissenschaftskommunikation, eben nicht nur zu informieren, sondern die Menschen auch mitgestalten und teilhaben zu lassen. Wir haben da ein kreatives Workshop-Format ausgewählt, wo wir nicht wissenschaftliche und wissenschaftliche Akteure zusammenbringen, um genau diese positiven Zukunftsvorstellungen zu entwickeln. Eine der Kernherausforderungen des Strukturwandels ist der Verlust von Arbeitsplätzen. Die TU Dresden fokussiert sich deswegen ganz bewusst auf die Region. Dort werden gerade große Forschungseinrichtungen wie das Smart Mobility Lab, das Forschungszentrum für treibhausgasneutrale Kreislaufwirtschaft oder das Deutsche Zentrum für Astrophysik aufgebaut. Die Forschungszentren bringen WissenschaftlerInnen in die Region und sie sollen Ausgründungen hervorbringen, die dann wiederum Arbeitsplätze schaffen. Bildungsangebote mit einem Fokus auf den MINT-Bereich sollen zudem dem Fachkräftemangel entgegenwirken. Wie wichtig das für das Gelingen der Energiewende ist, erklärt Professorin Maria Kosse. Eine wesentliche gesellschaftliche Herausforderung ist einfach unser Fachkräftemangel. Also es gibt viel zu wenig junge Menschen, die sich quasi für Studiengänge wie Elektrotechnik oder regenerative Systeme, hier zum Beispiel an der TU Dresden, interessieren, die dann also ausgebildete Ingenieurinnen und Ingenieure sind, die also in der Industrie die Energiewende möglich machen, den Netzausbau möglich machen. Aber es braucht natürlich nicht nur Ingenieurinnen und Ingenieure, sondern auch quasi Monteure, also in den Ausbildungsberufen oder Planerinnen, die auch die Anlagen entwickeln, mit denen überhaupt die Energie übertragen wird, also die Betriebsmittel, die Leitungen, die Schaltanlagen, alles, was sozusagen dazugehört.
Das Gelingen der Energiewende und damit auch das Erreichen des Ziels, bis 2045 treibhausgasneutral zu sein, ist einerseits abhängig davon, dass mehr Strom aus erneuerbaren Quellen gewonnen wird. Gleichzeitig müssen wir die Stromnetze in Deutschland auf diese Veränderung hin modernisieren. Das umfasst neue Hochspannungskabel und Leitungen, die zum Beispiel Offshore-Strom aus dem Norden zur Industrie im Süden Deutschlands transportieren. Hier wird auf Gleichstrom gesetzt, was besondere Anforderungen für die Komponenten der Übertragungsinfrastruktur nach sich zieht. Aktuell liegt die Versorgungssicherheit beim Strom in Deutschland bei nahezu 100%. Damit das so bleibt, müssen die Netze im Niederspannungsbereich, also hier direkt bei uns, digitalisiert werden. So kann bei einer Überlastung schneller reagiert werden und in einem zellularen System können entsprechende Ausgleichsmaßnahmen durchgeführt werden. Kurz gesagt, die Stromnetze müssen intelligent werden. Das heißt, ich brauche Sensoren, ich brauche Messtechnik, die also den Stromfluss kontrollieren oder den Stromfluss messen, die Daten sammeln, die Stromflüsse aufzeigen und dann natürlich auch Entscheidungen treffen, damit das Stromnetz quasi stabil funktioniert und den Strom quasi umleiten. Oder Kraftwerke zuschalten, Kraftwerke abschalten, große Verbraucher zuschalten, abschalten. Das ist sozusagen dann die Herausforderung, das eben möglichst auch automatisiert zu machen, um diese Entscheidungsprozesse mit einzubinden. Auch zu viel Strom kann die Netze herausfordern. Umso wichtiger sind Speicher. In Deutschland sollen die in den nächsten Jahren massiv ausgebaut werden. Aktuell können Batteriespeicher in Deutschland rund 21 Gigawattstunden elektrische Energie speichern. Davon 3 Gigawattstunden in Großspeichern, der größte Teil aber in Heimspeichern. Diese 21 Gigawattstunden können den Strombedarf in Deutschland allerdings lediglich für gut 25 Minuten decken. Um die Versorgungssicherheit wirklich zu gewährleisten, müssen also viel mehr Speicher gebaut werden. Bis 2027 ist die Errichtung weiterer Großspeicher mit einer Kapazität von 5,5 Gigawattstunden geplant. Und auch bei den privaten Batteriespeichern ist mit einem weiteren Anstieg zu rechnen. Wenn wir über Energiespeicher so im Rahmen der Energiewende sprechen, dann ist die klassische Aufgabe ja eigentlich immer irgendwie elektrische Energie zwischenzuspeichern, damit wir sie zu einem späteren Zeitpunkt nochmal nutzen können. Klassischer Fall, am Tag scheint jetzt die Sonne, nachts nichts, nachts machen wir das Licht an. Wie können wir jetzt irgendwie die Energie vom Tag dafür nutzen? Das ist jetzt aber tatsächlich nur ein Anwendungsfall, das heißt, das wirklich über mehrere Stunden zu speichern. Die gesamte Bandbreite läuft aber von wirklich Sekunden oder Millisekunden bis hin zu Stunden, Monaten oder Jahren. Auch rotationskinetische Speicher spielen also eine wichtige Rolle. Ihre Aufgabe, Schwankungen im Stromnetz ausgleichen und so eine unterbrechungsfreie Versorgung gewährleisten. Neben allem Technischen darf man einen Faktor bei der Energiewende aber nicht vergessen: die Menschen. Energiepreise müssen bezahlbar bleiben. Es müssen neue Fachkräfte gewonnen werden, die die Energiewende auch umsetzen, und Menschen, die in Regionen leben, wo der Strukturwandel seine Spuren hinterlässt, die brauchen Perspektiven. Und wir müssen besser erklären, wie genau die Energiewende und der Strukturwandel funktionieren sollen. Denn davon kann auch die Wissenschaft profitieren. Und Ziel von diesen partizipativen Ansätzen ist es halt einerseits ökologisch verantwortungsvolle, sozial gerechte, aber auch wirtschaftlich realisierbare Lösungen zu entwickeln, die eben die Menschen mitnehmen und teilhaben lassen. Insbesondere bei der Kommunikation von wissenschaftlichen Erkenntnissen geht es eben darum, nicht nur zu informieren, sondern auch wirklich teilhaben zu lassen und die Bedürfnisse der Menschen einzubringen, aber auch die Perspektiven in die Wissenschaft wieder mitzunehmen. Die Energiewende ist eine Herausforderung für Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Die Wissenschaft sucht nach Lösungen für die Probleme. Sie erforscht die Voraussetzungen, unter denen diese Transformation gelingen kann, und bringt neue technische Entwicklungen voran. Klar ist, nur mit einer zügigen und umfassenden Energiewende können wir die gesteckten Klimaziele überhaupt erreichen. Was denkt ihr? Wie gelingt die Energiewende? Welche Herausforderungen stehen eurer Meinung nach im Fokus? Diskutiert das gerne mit uns in den Kommentaren. Hier in der Endcard findet ihr noch die letzte Folge des Formats. Lena hat sich in der guten Frage damit beschäftigt, ob Social Media zum Problem für die Demokratie geworden ist. Und darunter gibt es noch ein weiteres Video mit Studierenden der Elektrotechnik. Ach ja, und Abo und Like nicht vergessen, wenn euch diese Folge gefallen hat.